Ja, und die Kämpfe, die gehen im Kriegsgebiet an der Front unvermittelt weiter. Über die aktuelle Situation dort berichtet jetzt unser Korrespondent in Kiew, Christoph Wanner. Es gibt in diesem Krieg einen Brennpunkt, der für die Russen immer mehr zum Problem wird. Es handelt sich dabei um den Ballungsraum Pokrovsk. Er befindet sich im Donbass in der Provinz Donezk und da beißen die russischen Streitkräfte doch auf Granit. Die ukrainischen Verteidigungslinien halten. Die Ukrainer setzen auch gerade im Süden des Ballungsraums Pokrovsk immer wieder zu Gegenoffensiven an und es gelingt ihnen auch, die Russen dort stellenweise zurückzudrängen. Also versuchen die russischen Truppen, diesen Ballungsraum Pokrovsk zu umgehen, gerade im Süden. Und sie nehmen immer stärker die Nachbarprovinz von Donezk, Dnepropetrovsk, ins Visier und sind jetzt auch nicht mehr weit von der Gebietsgrenze Donezk, Dnepropetrovsk, vielleicht noch 6-5 Kilometer östlich. Manche russische Kriegsblogger sprechen sogar davon, dass die russischen Truppen nur noch 3 Kilometer von der Gebietsgrenze entfernt sind. Ziel könnte es sein, in die Provinz Dnepropetrovsk einzudringen, um dann dort möglichst viel Gebiet zu erobern und das dann zu benutzen als Verhandlungsmasse bei künftigen Friedensgesprächen, um diese Gebiete in Dnepropetrovsk einzutauschen gegen Territorien, die die Ukrainer halten, in den 4 Provinzen, die die Russen 2022 annektiert haben, also Donezk, Lugansk, Saporosche und Cherson. Sollte es den Russen gelingen, in die Provinz Dnepropetrovsk einzudringen, dann wäre das erste Mal in diesem Krieg, dass russische Soldaten, dass russische Truppen einen Fuß auf das Gebiet des Oblast Dnepropetrovsk setzen. Und das Problem für die Ukrainer ist, dass es in der Provinz Dnepropetrovsk nur wenig Großstädte gibt. Gerade im Grenzbereich gibt es keine Großstädte, kaum Industrieanlagen, aus denen man Verteidigungsanlagen machen könnte. Es ist vor allem Waldsteppe dort und die Ukrainer haben relativ spät angefangen, in diesem Bereich ihre Verteidigungslinien, ihre Panzergräben, ihre Schützengräben hochzuziehen. Also das Ganze kann für die Ukraine prekär werden.